ich habe während dem IB Biologie und Mathematik genommen und zusammen mit Biologie und Mathematik, was eher ein Pflichtfach ist, habe ich dann den Med-AT-Aufnahmetest für das Medizinstudium eigentlich ohne spezifisch dafür zu lernen geschafft, und das hat mir dann im Endeffekt meinen Medizinstudienplatz gesichert, und ich würde sagen, allein dafür hat es sich ausgezahlt. Und das IB zu machen und die AHS-Matura ist natürlich mehr Arbeit, aber dafür steht man am Ende auch mit mehr da. Und als ich mich beworben habe für englische Literatur, habe ich in Oxford angerufen, und als ich dort angerufen habe und gesagt habe, ich mache die AHS-Matura und das IB, war sie einfach nur beeindruckt. Das heißt, das ist einer der Gründe, warum man das IB machen sollte. So at the beginning it's overwhelming and you think, oh, I can't do it, but at the end you get a really good result and you will be so happy because during that journey, during that learning process, you learn to do and accomplish what you think you are unable to, and that's just really amazing because you find interesting things in you and interesting potentials that you think you didn't have at the beginning. Der Unterschied zwischen dem IB und dem österreichischen Unterricht ist ganz klar, dass man einfach im IB die Möglichkeit hat, sich in kleinen Gruppen mit dem Stoff auseinanderzusetzen. Das heißt, man ist auch näher am Stoff dran. Es ist weniger ein vortragender Unterricht als ein Unterricht, in dem die Schüler mehr eingebunden sind. Und auch das Verhältnis zu den Lehrern verändert sich einfach insofern, dass im IB die Lehrer eher als Mentoren oder als Coaches gesehen werden, als jetzt wirklich als der Lehrer, der seinen Vortrag hält und der Schüler, der zuhört. Eines meiner Fächer war Visual Arts, und das Schöne daran war, dass wir wirklich komplette Freiheit hatten mit dem, was wir uns anschauen, welche Künstler wir anschauen, welche Kunstwerke wir analysieren. It's like IB, it's more like a learning journey, and I think that's the beauty of the project because it's about your interests. I have came to choose biology high level and chemistry high level because of the choices of university. Of course, each university have their own requirements, entry requirements, and I would like to do medicine one, so medicine usually requires biology and chemistry higher level. Viele Leute würden sich vielleicht die Frage stellen, warum Visual Arts machen, Kunst in unserer heutigen Welt, wo die meisten lieber Wirtschaft vielleicht machen wollen, weil sie sich denken, sie haben bessere Berufschancen. Aber für mich war Kunst immer wichtig, ich bin immer viel ins Museum gegangen, und wie es dann zu meiner Fächerwahl gekommen ist, habe ich mir gedacht, ich möchte eigentlich die Sachen machen, die für mich am spannendsten sind, wo ich mir denke, dass ich am besten mein Können beweisen kann. Und das wäre auch mein Rat an zukünftige IB-Studenten, dass sie die Fächer nehmen, die sie wirklich am spannendsten finden. CAS war für mich am Anfang ein ganz hochgegriffenes und sehr abstraktes Projekt. Ich habe am Anfang mir gedacht, wie wird das sein? Ich habe gewusst, dass wir irgendwie soziale Stunden machen müssen und das irgendwie dokumentieren, und ich habe mir gedacht, das wird höchst kompliziert sein und oh mein Gott, wie werde ich dazu die Zeit finden? Aber im Endeffekt war das dann sehr, sehr einfach. Alle Lehrer und besonders der Professor Pöschel, unser CAS-Koordinator, hat alles dazu beigetragen, damit wir das leicht und gut über die Bühne bringen und auch natürlich sinnvoll. Für IB-CAS, da habe ich in der Schülerzeitung aktiv mitgearbeitet, und weil ich dann gesehen habe, na gut, eigentlich ist dieses Arbeiten, das Journalistische, ganz interessant. Deshalb bin ich dann auch in der Uni dazu gekommen, für die Studentenzeitung etwas zu machen, und ich glaube, dass man IB-CAS deshalb auch als einen Anreiz sehen kann, als eine Motivation, dass man sich in bestimmten Bereichen und Projekten engagiert und dass man dann vielleicht auch später ein bisschen noch was in dem Bereich weitermacht und schaut, na gut, wie entwickelt sich das Ganze. Also mein Haupt-CAS-Projekt, man muss immer ein Hauptprojekt haben, war für mich, Selbstverteidigung zu unterrichten, und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich denke, dass ich das, wenn ich nicht das
als Case hätte machen müssen, nicht gemacht hätte. Und dass das eine Erfahrung ist, die mir immer sehr wertvoll sein wird und die ich auch aus der pädagogischen Erfahrung daraus für immer eigentlich sehr gern haben werde. My extended essay is in computer science. Something that I've learned from the whole process of doing an extended essay is really working independently, because even though you do have guidance from supervisors and from teachers, lots and lots of the extended essay is really just working on your own, knowing how to research properly. For a lot of topics, it's not simply reading off of a journal, reading off of a newspaper, reading off of a magazine. You really have to be picky and analyze and read between the lines, especially for the more abstract essay topics that you could choose. Another really important thing that I've kind of realized in the whole process of doing the extended essay is the importance of planning and time management. There was a point in time in which I kind of underestimated the length of the extended essay and the amount of work it needed, and I really had to kind of muster up the willpower and just work through it. Generell am IB würde ich sagen, der große Unterschied dazu, wenn man nur die AHS-Matura macht, ist, dass der Schulalltag einfach spannender wird. Das heißt, man hat zum Beispiel das Zusatzfach Theory of Knowledge, in dem man sich mit Wissen beschäftigt und mit der Frage, welchem Wissen können wir vertrauen. If you have history lesson and then you learn about that fact or event, after that you have a talk essay and you have to write, okay, do you think actually that happened, or how do we know that happened? So it's really open your minds. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, als unser Lehrer in die Klasse gekommen ist und einfach die Weltkarte auf den Kopf gestellt hat und gesagt, warum schauen wir die Welt nicht so an? Und das hat, also Theory of Knowledge und die Sachen, die wir da besprochen haben, es war ein sehr dynamischer Unterricht, wir haben sehr viel diskutiert und die Fragen, die wir uns damals gestellt haben, über die denke ich immer noch nach, und sogar in meinem Studium jetzt, was englische Literatur ist und nicht Philosophie, hilft mir das auch sehr viel, und auch die Einblicke, die ich bekommen habe in die Ansätze von verschiedenen Philosophen. You feel like when you question everything, it really helps you to grow and look at things differently in different perspectives and not just the way that is cliché and everyone thinks about. Während dem gesamten Verlauf des IBs schreibt man in vielen Fächern wie Englisch oder Geschichte Essays, und das ist eine sehr strukturierte Textform, wo man seine Gedanken sehr gut formulieren und strukturieren kann und konzentriert dann wiedergeben, und das allein hat mir, glaube ich, einen sehr großen Vorsprung gegeben für wie man wissenschaftliche Texte schreibt. Ich habe das bei meiner Schwester gemerkt im Studium, die war sich am Anfang, die musste wissenschaftliche Paper schreiben und hat mich alle 2 Minuten, glaube ich, angerufen und gesagt, oh mein Gott, wie mache ich da, wie beginne ich da, was ist ein Abstract, was ist das. Und ich habe halt besonders alle Termini und alles eigentlich schon gekannt von Anfang an, weil wir das in der Schule gemacht haben, und ich glaube, dass das ein ziemlicher Vorteil war. When I started university, everyone in my university, they were just like, okay, how we have to write those essay, introduction, everything, or how the exam process is going, and I felt like, okay, I used to do that, I did that. If I can write 3 essays in history in 2 hours, sure, I can write an essay in 1 hour. Ich studiere jetzt in Frankreich Politikwissenschaften. Jetzt bin ich mit Studenten aus ganz Europa zusammen. Es sind auch einige dabei, die das IB gemacht haben. Und da sehe ich auch, dass es mir immer wieder hilft, dass ich schon wirklich gelernt habe, na gut, wie arbeite ich mit einem Thema, was nicht in meiner eigenen Sprache verfasst wurde vielleicht, und wie baue ich daraus einen guten Aufsatz. I still remember the first day that I came to school and
teachers asked me to write a short note about what I did when I was in my country, what I'm gonna do, what I think. And whenever I read that and I compare it to where I am now, I just think that I'm really happy that I had this chance, and I am really grateful of all the teachers that really helped me to grow. Without them, without the school and helping and their help, I wouldn't be where I am now, and I'm so happy and grateful for this opportunity.